So Leute, ich bin jetzt gerade im Zug. Ich fahre von Łódź nach Warschau, denn ich habe eine Sache zu klären. Und zwar muss ich zum deutschen Konsulat nach Warschau, um meine Papiere zu verlängern, zu erneuern. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Mein deutscher Reisepass und Ausweis ist abgelaufen und ja, ich muss dafür nach Warschau fahren, um diese Sachen zu beantragen. Ich muss sagen, ich bin jetzt hier im Zug von, wie ich schon gerade gesagt habe, von Łódź nach Warschau. Und ich habe mir ein Erste-Klasse-Ticket gebucht, welches 53 Zloty gekostet hat. Ein Zweite-Klasse-Ticket hat 40 Zloty gekostet und ich dachte mir, die paar Zloty mehr, probiere ich einfach mal die erste Klasse aus. Ich bin jetzt hier mal gerade ein bisschen durch den Zug gelaufen und das, was mir hier so aufgefallen ist, dass es bei der ersten Klasse wohl ältere und neuere Waggons gibt. Ich blende euch auf jeden Fall mal die Bilder ein, dann seht ihr auch vielleicht so einen Unterschied. Ich bin jetzt gerade derzeit in einem älteren Waggon. Ja, aber ich muss auch sagen, da ist jetzt nicht ein ganz großer Unterschied. Was ich aber sagen kann, ist, dass die neueren Waggons natürlich ein bisschen frischer aussehen, so ein bisschen gepflegter auch aussehen. Ich war auch mal ganz kurz in der zweiten Klasse, habe ich mal geschaut, wie es dort aussieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht eigentlich alles sehr gepflegt aus. Irgendwie jetzt nicht kaputt, dreckig, überhaupt gar nicht. Ich kann jetzt aber auch ehrlich gesagt keinen Vergleich zu Deutschland machen, weil in Deutschland bin ich ja jetzt erstmal zuletzt vor einigen Jahren Zug gefahren. Und vielleicht könnt ihr mir das mal in den Kommentaren hinterlassen, falls ihr welche seid, die öfters mal Zug fahren, wie das vielleicht in Deutschland ist. Aber so kann ich jetzt sagen, ich bin weder positiv noch negativ überrascht. Ganz normaler Zug jetzt. Schauen wir einfach mal, wie das später noch alles aussehen wird. So, ich bin jetzt hier in Warschau am Bahnhof angekommen. Ich werde euch auf jeden Fall auch gleich ein paar Bilder hier vom Bahnhof zeigen, wie es hier ist. Ich muss sagen, ich bin auch das erste Mal hier am Bahnhof in Warschau. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es hier so aussieht, welche Unterschiede es gibt. Ich zeige euch auch noch später, jetzt ist hier eine Durchsage, ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ich zeige euch auch mal später noch den Bahnhof von Łódź. Ich konnte den gerade nicht filmen, weil ich unter Zeitdruck war. Ich musste schnell das ausparken, um in den Zug noch zu kommen. Und somit, habe ich es nicht geschafft, den Bahnhof zu zeigen. Das zeige ich euch aber später noch. Und natürlich zeige ich euch gleich noch ein paar Aufnahmen von oben, wie überhaupt hier der ganze Bahnhof aussieht, weil das ist für mich auch sehr, sehr, sehr interessant. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Ich bin irgendwie schon ganz früh hier rausgekommen. Also ich war hier irgendwie ganz schnell am Eingang. Man kann schon sehen hier die ganzen neu modernen Gebäude. Sehr schön. Und hier haben wir den Kultur- und Wissenschaftspalast. Den kennt man ja hier. Ja, ich bin eigentlich schon raus, glaube ich, vom Bahnhof. So wie es hier aussieht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Und jetzt muss ich erstmal gleich googeln, wo es hier überhaupt zum Konsulat geht. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ist der Weg eigentlich leicht. Also ich habe jetzt hier ungefähr 2 Kilometer geradeaus zur Straße Koszykówka oder so ähnlich. Danach nach links irgendwie 1 Kilometer, danach nach rechts und dann bin ich schon da. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass man hier quer links, rechts irgendwie laufen muss, dass das irgendwie ein Weg ist, der irgendwie nicht zu finden ist. Scheint soweit ganz in Ordnung zu sein. Aber ich muss mal hier, ich gehe mal hier in den Carrefour rein. Ich muss mir was zu trinken kaufen, denn ich habe nichts zu trinken und ich habe verdammt Durst, ey. Ja, mein Headset-Mikrofon ist leider ausgegangen.
Deswegen muss ich jetzt hier das iPhone-Mikrofon nehmen. Ich hoffe, das klappt auch sehr gut und dass der Ton soweit in Ordnung ist. Das ist hier auf jeden Fall die Straße, wo ich hin musste. Das ist die Koszykówka und jetzt muss ich hier die Straße, ja im Prinzip hier rechts runter, ja bis zur Straße Jazdowa. Und ich glaube, auf der Jazdowa ist dann auch schon das Konsulat. Und das ist im Prinzip jetzt auch wieder nur ganze Zeit geradeaus runter. Ja, hier stehen wir vom Konsulat der Vereinigten Staaten. Man sieht, hier ist auf jeden Fall einiges was los. Ist aber irgendwie mitten auf der Straße einfach so. Finde ich irgendwie interessant. Ich muss euch etwas sagen, mir ist hier etwas aufgefallen, was für mich jetzt ehrlich gesagt auch nichts Neues ist. Im Allgemeinen muss man sagen, ist Polen ein sehr, sehr sauberes Land. Und ich bin jetzt hier in Warschau am Montagmorgen und man muss sagen, hier, schaut mal, die ganzen Mülltonnen, die sind alle leer, die sind alle geleert. Hier ist es sehr, sehr, sehr sauber. Ich bin jetzt hier auch in irgendeinem Park, ich weiß gar nicht, was im Park, aber auf jeden Fall nicht nur hier im Park, auch wenn man jetzt hier rausgeht auf der Straße. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo vielleicht eine Mülltonne finde, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch aussieht, wenn ich jetzt hier anfange, eine Mülltonne zu suchen. Dann zeige ich euch einfach mal, dass die wirklich hier sauber sind, die Straßen, die Mülltonnen, die sind geleert. Das ist auf jeden Fall ein Plus. Das spricht natürlich sehr hier für die Sauberkeit. Aber wie gesagt, das war für mich sowieso nichts Neues hier, dass Polen ein sehr, sehr, sehr sauberes Land ist. Ach, hier ist jetzt auch gleich eine Mülltonne. Dann zeige ich euch die auch sofort. Sieht vielleicht jetzt ein bisschen komisch aus, wenn die Leute gucken, dass ich jetzt anfange, eine Mülltonne zu filmen. Um das euch einfach hier nochmal so zu zeigen. Das ist hier zum Beispiel die Mülltonne, die ist jetzt hier auch geleert. Ich gucke mal hier nebenbei, was überhaupt so eine Stunde Parken kostet. Und die kostet 4,50 Zł. Jede zweite Stunde 5,40 Zł und dritte Stunde 6,40 Zł. Ja, das ist schon um einiges teurer, wie zum Beispiel bei uns in Łódź. Ich habe jetzt in Łódź, weil ich mein Auto jetzt vor dem Bahnhof stehen lassen habe, habe ich jetzt, ich glaube, von 8 Uhr bis 15 Uhr nachmittags 36, 37 Zł bezahlt. Es ist in Ordnung. Es sind keine, weiß nicht, 8 Euro so um den Dreh. Für fast einen ganzen Tag parken am Bahnhof ist in Ordnung. Ich meine, da waren sogar irgendwo kostenlose Parkplätze. Zumindest war das früher so. Ich hatte aber wirklich keine Zeit mehr, diesen Parkplätzen zu suchen. Denn wo ich am Bahnhof angekommen bin heute, ich hatte wirklich 7 Minuten vom Auto bis zum Gleis zu kommen, bis mein Zug wegfährt. Ja, und da habe ich einfach Scheiß drauf. Ich parke jetzt einfach und bezahle dann einfach das, damit ich aber sicher zum Konsulat fahren kann nach Warschau. Ne? Ich sehe jetzt auch, dass ich, glaube ich, hier schon ganz in der Nähe bin, weil hier haben wir schon das nächste Konsulat. Hier ist das Konsulat von Frankreich gewesen oder ist hier das Konsulat von Frankreich. Und ich vermute einfach mal, so wie ich auch schon bei Google Maps gesehen habe, sind hier in der Nähe ganz, ganz viele so Konsulate. Ich weiß nicht, Indien. Ich habe euch ja schon gerade die USA gezeigt. Das ist hier alles ein paar Meter nur voneinander entfernt. Ich muss jetzt hier, glaube ich, gleich... hier sehen wir das jetzt hier auch nochmal. Französisches Konsulat. Und ich muss jetzt hier auch nochmal... Hier, schaut mal. Ach, Entschuldigung, dass ich hier die ganze Zeit unterbreche, aber hier sind so Bilder gezeigt. Aber ich muss es auf jeden Fall jetzt hier rechts rein. Und hier muss dann auch gleich irgendwo das deutsche Konsulat sein. Schauen wir einfach mal, wo ich hier lang gehen muss, wie lange ich hier noch gehen muss. So, ich bin jetzt hier am deutschen Konsulat. Das ist hier zur rechten Seite. Ich weiß nicht, ob hier kann man vielleicht so ein bisschen die Deutschlandflagge sehen, hier irgendwo, da. Und die Flagge der Europäischen Union, da haben wir auch den deutschen Adler. Ich gehe einfach mal rein und dann schauen wir einfach mal, wie das hier aussieht. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie in einem Konsulat. Ich weiß gar nicht, wie das hier überhaupt alles aussieht. Weil normalerweise ist es ja so, in einem Konsulat arbeiten ja dort die Leute, also aus deren Ländern auch. Ich weiß zum Beispiel in Deutschland, das polnische Konsulat, die sprechen da, also da sind Polen, die dort arbeiten. Und wo ich hier einmal angerufen habe, das waren auf jeden Fall Polen, die Deutsch gesprochen haben. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie das überhaupt hier alles aussehen wird, was für Menschen hier überhaupt sein werden, beziehungsweise ob das hier wirklich Deutsche, so richtige Deutsche hier arbeiten oder ob das Polen sind, die einfach für das deutsche Konsulat arbeiten. Ne? Aber gehen wir einfach mal rein. Hier eine kleine Information. Ich wollte jetzt gerade ins deutsche Konsulat reingehen. Ja, ich muss mein Handy abgeben, bevor ich reingehe. Also ich kann keine Aufnahmen vom drin machen oder sonst was. Aber selbstverständlich, wenn ich dann rauskomme, ja, jetzt werde ich euch dann alles erzählen und berichten, was dort vorgefallen ist. Ja, ich bin jetzt gerade aus dem Konsulat rausgekommen. Ich drehe mich mal so, dass die Sonne nicht stört. Also ich bin jetzt gerade rausgekommen
Und ich muss ehrlich gesagt so zugeben, das ist sehr gut alles gelaufen dort eigentlich. Ich muss noch ein Papier nachreichen und hier irgendwann nochmal hinkommen, um meine Dokumente auch abzuholen. Zum Konsulat selber ist es von drinnen sehr, sehr, sehr klein. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist oder so. 2, 3 Sachen haben mich hier schon so ein bisschen gewundert. Eine Sache, die ich aber auch schon allgemein aus Polen überhaupt kenne, ist, ich sage das mal ganz vorsichtig, dass hier so ein bisschen mit dieser Privatsphäre ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen lasch umgegangen wird, aber schon einfach ein bisschen anders. Das ist hier so, wenn ich vorne am Fenster bin, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so ungefähr am Bahnhof. Man hat da Fenster, man hat dann dort die Mitarbeiter, die dann im Prinzip dich aufnehmen und mit dir dann sprechen und sich um deine Angelegenheit kümmern. Und das sieht dann im Prinzip so aus, dass sie dann durch ein Mikrofon sprechen und der ganze Saal hört im Prinzip, was ihr miteinander spricht. Das heißt also, wenn man jetzt von meinem Geburtsdatum, Name, Adresse spricht, mitten im Konsulat, dann hören das alle, das hört dann der ganze Raum. Ne? Aber das kenne ich schon aus Polen, aus anderen Ämtern, dass die hier so ein bisschen vorgehen. Moment, ich stelle mich mal so hin, dass man mich vielleicht ein bisschen sehen kann wegen der Sonne. Das ist auf jeden Fall das. Und noch eine Sache, was mich sehr, sehr, sehr gewundert hat, und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich lachen auch. Ich habe dort keine Deutschen gesehen drinne, da waren irgendwie nur dunkelhäutige oder schwarze Leute dort drin. Also die auch Angelegenheiten hatten. Man hat das gehört, also einige haben ganz, ganz schlecht Deutsch gesprochen oder die haben halt auf Englisch gesprochen. Dann war da auch jemand aus Russland, dann war da auch noch jemand aus Weißrussland. So wie ich das verstanden habe, haben die sich um ein Visa und Arbeitserlaubnis gekümmert. Da war ich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Denn ich dachte, dass dort eigentlich überwiegend Deutsche mit deutschen, sage ich mal, mit irgendwelchen deutschen Problemen in Anführungsstriche kommen, zum Beispiel irgendwelche Passangelegenheiten oder sonst irgendwie so. Deswegen bei dieser Sache war ich dann ein bisschen leicht verwirrt. Ich habe auch gefragt, wie dort überhaupt die Hauptsprache ist, und die haben gesagt, wir können Deutsch sprechen, wir können Polnisch sprechen. Ich habe mich jetzt mit denen auf Polnisch unterhalten, denn mein Polnisch ist soweit in Ordnung eigentlich, dass ich da auch mit den Leuten dort sprechen kann, ganz normal. Und deswegen kann ich sagen, das ist auf jeden Fall alles gut gegangen dort. Ne? Das war es auf jeden Fall hier vom Konsulat, und ja, ich laufe jetzt hier noch ein bisschen durch Warschau und genau. Ich gehe jetzt rein in den Bahnhof und dann zeige ich euch auch mal vielleicht, wie hier der Bahnhof von drinnen aussieht. Ich kann mir vielleicht einmal so rundherum zeigen. Ja, ich bin jetzt auch zum ersten Mal hier drin, ehrlich gesagt. Ich muss mich hier erstmal so ein bisschen umschauen, wie das hier eigentlich ist. Kann man Zeitschriften kaufen. Ich glaube, draußen hier haben wir auch den Busbahnhof, wenn ich das jetzt hier richtig erkennen kann. Was haben wir hier eigentlich? Ganz viel zu essen. Kleine Geschäfte. Was ich sagen kann, ist es auf jeden Fall hier sehr sauber, sieht sehr ordentlich aus. Das ist das, was ich hier auf jeden Fall so zeigen und sagen kann. Ich fahre einfach mal nach oben und dann gucke ich einfach mal, wie das Ganze oben aussieht, weil hier ist eine Rolltreppe. Hier haben wir im Hintergrund ein Biedronka. Schön aus. Modern, sauber. Das ist das, was ich so auf jeden Fall zeigen kann. Sonst gibt es hier, glaube ich, eigentlich nicht mehr hier so viel Spannendes. Ein Bahnhof halt wie ein Bahnhof ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall sauber, modern, das kann ich auf jeden Fall sagen. Wir schauen auch mal gleich, wie der Bahnhof in Łódź aussieht. Da war ich einmal wirklich nur ganz, ganz kurz drin. Ich glaube, vor circa 5 Jahren bin ich nur einmal reingegangen und wieder raus. Ich kann mich aber kaum noch daran irgendwie erinnern. Ne? Aber auf jeden Fall ist ein schöner Bahnhof. Ja, so wie ich vorhin versprochen habe, will ich euch auch mal den Bahnhof von Łódź zeigen. Man muss sagen, der ist hier relativ leer.
Ihr werdet aber gleich hier noch ein paar Aufnahmen sehen, damit ihr auch den Unterschied seht zwischen Łódź und Warschau. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Man muss sagen, der Bahnhof hier, und das fällt mir jetzt auch wieder ein, wo ich hier einmal am Bahnhof war, das war hier verdammt leer. Und das ist jetzt hier auch so. Also wir haben jetzt knapp 13 Uhr und hier sind wirklich kaum Leute. Also was ich hier schon mal sagen kann, ist, dass dieser Bahnhof hier sowas von sauber ist. Es ist wirklich unglaublich, sieht man wirklich sehr selten. Also ich würde jetzt mal so behaupten, in Deutschland sind ja auch Bahnhöfe, aber ich finde, die sind nicht so sauber wie hier. Hier merkt man einfach auch, dass das hier alles gepflegt wird, das wird hier alles sauber gehalten. Hier wird nichts verschmutzt und ja, es ist einfach, also man sieht das ja selber. Ja, also ihr könnt ja schauen, wie das hier aussieht. Man hat hier keine Schmierereien, keine Graffiti, keine zerkratzten Scheiben. Also es ist wirklich unglaublich. Also das wundert mich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen. Und ich bin ein bisschen verwundert. Ein kleines bisschen bin ich schon verwundert. Ne, muss man schon sagen. Ja, also ich bin jetzt auch draußen am Bahnhof und wie man sehen kann, es ist sowas von sauber. Also hier liegt überhaupt gar kein Müll rum, gar nichts. Wir sehen auch hier im Hintergrund die Mülltonnen, die sind alle geleert. Also wirklich, man findet hier keinen Müll, gar nichts. Es ist sowas von sauber, es ist echt schön hier. Muss man sagen, es ist wirklich schön. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht sehr oft in Deutschland Zug gefahren bin, beziehungsweise das schon auch eine Weile her ist. Deswegen kann ich jetzt auch nicht einen 1:1 Vergleich machen, wie das jetzt ganz genau in Deutschland ist. Ich kann mich aber erinnern, in Dortmund sieht es zumindest nicht so aus. Es ist jetzt nicht vermüllt, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es vermüllt ist, aber wenn ich jetzt mal so einen Vergleich machen müsste, das, was ich noch aus Dortmund kenne und hier, dann würde ich sagen, dieser Bahnhof, der ist so einiges sauberer und wird auf jeden Fall sauberer gehalten, ist wesentlich gepflegter. Man muss auch sagen, dieser Bahnhof, der ist hier relativ neu. Ja, ich weiß jetzt nicht wie alt, aber ich glaube, der in Dortmund, der ist schon ein bisschen älter. Aber das ist echt Wahnsinn. Also wir können ja eigentlich hier mal gucken. Hier siehst du kein Papierfetzen, nichts rumfliegen. Also es ist wirklich sowas von sauber. Ich gucke schon gerade, ob ich irgendwo hier so einen Schnipsel finde, aber gar nichts. Ne? Die Mülltonnen hier, schau mal, alle geleert. Hier ist geleert. Die Mülltonne hier im Hintergrund ist geleert. Also hier kümmert man sich wirklich drum, dass hier die Stadt sauber bleibt. Ne? Echt klasse. Das gefällt mir wirklich sehr. Super.